wie gesagt, das waren jetzt die Flächen, die uns gehören. Das hier sind die Flächen von Thomas. Und Sabina macht ja eher LU, die will jetzt nicht großartig da Felderwirtschaft betreiben. Ihr gehört bis jetzt nur das. Ja, also ich habe noch sozusagen die Möglichkeit oder Kontingent, ich dürfte noch Felder pachten, ohne dass ich kaufen muss. Ich habe noch nicht ausgereizt alles, müsste ich jetzt noch mal nachrechnen. Ich habe mir das aufgeschrieben, wie viel es noch wäre. Aber also es gibt noch die Möglichkeit. Ich bin jetzt aber auch gerade mal am Schauen, was auch eine Regel ist. Man darf jetzt hier am Anfang, also wir haben nicht wie das der normale LS macht. Der normale LS startet ja, meine ich, im August. Wir haben im März gestartet, sodass man erst da anbauen kann, muss und so weiter und nicht gleich ernten. Ist auch etwas realer dann. Und dadurch haben wir jetzt auch, es geht dann im April mit Gras los. Jetzt müssen wir alles sehen, dadurch haben wir auch viel Arbeit jetzt. Und dann gucken, wie weit der hier ist. Und dann halt Futterbeschaffung und was man halt alles braucht. Wie gesagt, ich überlege noch, ob ich noch Hühner mir holen soll. Oh, der ist schon wieder weiter oben. Das ist das, was ich gesagt habe mit dem Helfer. Dass der halt einen Scheiß verzapft. So, jetzt müssen wir mal schauen. So, jetzt müsste man das hier sehen. Der Streifen durch, dass er hier durchgefahren ist. Jetzt wird er wahrscheinlich Raufzus machen und dann das weg. Dann habe ich am Schluss nur noch das. Und dann sollte das so ziemlich passen. Gut, jetzt gehen wir rüber zur 6. Also die Karte ist sehr schön gemacht, muss man sagen. Hier, der Castor hat ja die gemacht. Deutsch-Schweiz Agrarservice. Hier die Feldwege hat er garantiert auch selber die Textur entworfen, denke ich mal. Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, mal gucken, wo das Feld ist. Ich kenne mich auf der Karte auch noch nicht so gut aus. Und in der Ecke war ich auch noch nicht wirklich. Ah, hier die Wiese hier, die gehört auch uns. Jawohl, das sieht gut aus. Hier ist dann das Feld 6. Hier hat die Sabina vom LU Liana gestern gekalkt schon für mich. Und dann tue ich das jetzt mit Direktsaat gleich einarbeiten. Und mache hier Gäste rein. Mal gucken, ob die Leitungen noch angeschlossen sind. Ja, das passt alles. Wir haben das manuell Attach drin und komischerweise ist es beim Server als manchmal so, dass wenn man wieder neu auf den Server kommt, dann die Leitungen nicht mehr angeschlossen sind. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es hinhaut mit Ton, wenn der Schlepper läuft. Könnt ihr mir gerne sagen, ob das passt vom Ton her oder ob ich da noch was verstellen muss. So, GPS passt schon mal.
Wir sehen Gäste vom Realistic Seeders Saatgut. Jetzt muss ich gerade noch umschalten auf Semi, vierte Bahn, Fahrgasse. Ich mache hier 36 Meter Fahrgassen. Habe eine 6 Meter Direktsaatdrille. Muss ich gucken, das ist die Kuhn, ich glaube. Ja, Espro heißt sie. Die ist, hat ein bisschen mehr Ladevolumen und in der Geschwindigkeit kann sie bis 17 km/h arbeiten. Und die andere, ich weiß gar nicht, wo Vater steht oder wie sie, was die andere ist. Die wäre so 10.000 billiger gewesen, hätte es aber nur bis 15 km/h. Und das war es mir dann wert. Also die Drille habe ich gekauft, denn ist ja unter 300.000 Euro, darf nicht gemietet werden. Ja. So, ihr seht jetzt hier im HUD, das HUD vom ProSeed. Da sieht man jetzt, dass jetzt gerade Fahrgasse gemacht wird. Also man sieht es nicht im Feld, das ist auch in Real so, dass man im Feld nicht sieht, wo eine Fahrgasse gemacht wird. Das sieht man dann erst später, wenn es aufgeht. Ob es geklappt hat mit der Fahrgasse. Und so ist das hier auch. Wir nutzen auch Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Sorry. Ich habe das Gewicht auf und abgelassen statt der Drille. Habe ich gerade gemerkt. So, jetzt Bahn 5 von 6. Jawohl, jetzt passt es wieder. Wir haben hier durch das ProSeed auch den realistischen Saatgutverbrauch drin. Sieht man oben links an den Punkten. Ich kann das gerade mal hier zeigen. Saatstärke. So, hier. Also, das hat ja was mit den Bodenarten zu tun. Hier, das Grüne, da hat man wenig Saatgut verbraucht und hier Standard und das Rote ist dann mit hohem Saatgutverbrauch. Das passt sich dann praktisch auf die Bodenarten an, um über das Precision Farming das Beste rauszuholen, sage ich jetzt mal. Das ist momentan unsere Bewertung. So, jetzt muss ich mal zwischendurch eine Bahn noch nebendran machen, sonst wird es immer eng hier. Mit dem Auslaufen lassen. So, hier kann ich jetzt mit GPS fahren. Hier hatte ich dann, machen wir gerade mal manuell, dass das so stehen bleibt. Hier hatte ich die Vorlaufmarkierer dran. Die können wir jetzt auch reinmachen, aber ich denke mal, das wird hier gar nicht so wichtig sein, denn wenn wir jetzt hier noch die Bahn gemacht haben, dann werden wir das alles
in die andere Richtung hier auslaufen lassen mit den Fahrgassen. Wie ich ja schon gesagt habe, mache ich hier 36 Meter Fahrgassen und das ist jetzt nach der Fahrgasse die zweite Bahn und dann, also 2 mal 6 Meter, dann kommt die Fahrgasse. Und wenn ich jetzt hier die eine Bahn noch gemacht habe, habe ich hier ein bisschen mehr Luft immer, dass ich es auslaufen lassen kann, wenn ich geradeaus drauf zufahre. Das muss man sich natürlich, ich habe gestern hier gesehen, immer merken, was man gemacht hat. Und anfangen muss man bei einer 6 Meter Drille, Sämaschine, so wie es jeder nennen möchte, mit 3 Meter, also mit einer halben Arbeitsbreite, dass das dann passt. Das ist aber nur beim Anfang und beim Ende so. So. Also hier seht ihr, ist das Feld ist praktisch nicht viereckig, was ja auch in Real selten so ist. Und später gibt es hier dann noch ein Vorgewende, bloß habe ich hier vergessen, vorhin oder was heißt vergessen, ich habe falsch eingeblendet, deswegen hat sie gesät. So, jetzt stellen wir hier wieder auf Semi um. 6,6 passt, ja. Wenn ich jetzt ablasse, geht es auf 1. Jawohl, jetzt haben wir wieder die echte Bahn sozusagen. Man kann übrigens mit dieser Sämaschine auch direkt Dünger ausbringen. Das mache ich jetzt allerdings nicht so gern. Ich mache das lieber erst später. Wenn man dann Tiere hat, kann man auch Gülle ausbringen oder Mist. Der muss natürlich vorher eingebracht werden. Das ist natürlich klar. Das ist eine Einblendung vom Thomas, seinem Schlepper, der hat auch ein New Holland. So hört sich das jetzt von innen an. So, und jetzt seht ihr, was ich gemeint habe. Dass ich jetzt hier das immer schön auslaufen lassen kann, ohne so sehr aufzupassen. So, jetzt sieht man wieder unten im Prosit, das ist jetzt die zweite Bahn. Vom Zählen her wieder. Und wenn wir da bei der vierten sind, dann kommt wieder eine Fahrgasse. Also jetzt die zweite, dann vorzugs die dritte. Und dann, wenn wir wieder nach hinten fahren, kommt wieder die Fahrgasse. Und so haben wir dann die 36 Meter Fahrgasse. So sieht der 7R 350 John Deere von innen aus. Ist auch vom Ton her ganz angenehm. So. Jetzt haben wir Maschine ausgehoben.
So, wieder abgesenkt. GPS eingeschaltet. Und jetzt können wir wieder Stoff geben. Am Vorgewende gehe ich immer so auf 11 km/h runter. Und dann können wir wieder loslegen. So, jetzt seht ihr, im Pro-Seat haben wir jetzt die 3 hier. 3 von 6. Und die nächste nach hinten, das gibt dann wieder eine mit Fahrgasse. So arbeiten wir uns jetzt da bis rüber vor. Zwischendurch werden wir dann mal schnell nach dem New Holland schauen müssen. Ich weiß gar nicht, ist die Liana auch hier im Spiel, wenn ich das gerade richtig sehe hier im HUD. GPS wieder aktiviert. Und los geht's. Können wir wieder auf Geschwindigkeit gehen. So, jetzt haben wir die 4. Bahn von 6, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hier. Und die 2 roten Striche, das bedeutet, dass jetzt eine Fahrgasse gemacht wird. Das sieht man jetzt natürlich hier nicht. Man könnte das auch einblenden lassen, aber das wäre wiederum nicht wirklich real. Und durch das Einblenden der Fahrgasse, wenn man da später drüber fährt, ein Düngerstreuer oder so, dann, wie soll ich sagen, das hoppelt dann ein bisschen so komisch, weil das eine leicht andere Textur hat, da wir auch die realen Reifenmotzen alles drin haben. Und so ist es eigentlich so, wie es sein sollte. Später beim Wachsen, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal, wenn es gewachsen ist. Da sieht man dann die Fahrgasse. Da ist dann nichts gewachsen, wenn man alles richtig gemacht hat. Gehen wir mal davon aus. So, das passt. So, und jetzt hat hier unten 6 von 6. Also jetzt sind wir schon wieder 2 Reihen über die Fahrgasse drüber. Also wir sehen jetzt schon wieder die zweiten 6 Meter nach der Fahrgasse. Die Liana ist kein Freund von der Fahrgasse, das macht sie nicht gern. Aber irgendwann bringen wir ihr das auch noch bei, dass sie das mag. Vielleicht.